Sebastian, du und ich als zwei Deutsche, die in England leben, mussten sich natürlich nach Brexit auch mit dem Thema auseinandersetzen, was das bedeutet für uns dort. Wir zwei haben natürlich Aufenthaltsgenehmigungen und dürfen dort bleiben, arbeiten, machen und tun, was wir wollen. Wie hat sich aber die Situation verändert für Leute, die aus Deutschland kommen wollen und in England arbeiten möchten? Ja, also generell, man muss natürlich sagen, die Visumsituation in UK ist extrem angespannt und extrem schwierig. Wir haben viele Mandanten, die gerne in UK leben wollen. Zum Beispiel Rentner, die vermögend sind und hier den Lebensabend verbringen wollen, ein Cottage haben irgendwo in Cornwall und sagen, okay, ich möchte jetzt die Zeit nutzen und möchte das ganze Jahr dort sein. Oder auch Unternehmer, die hier rüberkommen wollen, Unternehmen gründen. All diese Personen bekommen kein Visum mehr. Es ist also mittlerweile, würde ich sagen, schwieriger geworden, in UK ein Visum zu bekommen als in den USA oder in Kanada. Sicherlich bestimmte Kategorien wie Studentenvisum, ich meine, das wollen die natürlich haben, ausländische Studenten. Wobei auch dort wird jetzt ja hier gerade hart verhandelt, denn es missfällt ja die Regierung, dass so viele Masterstudenten zum Beispiel ihre Familien mitbringen. Ja. Die wollen also jetzt letztlich verbieten, dass ein Masterstudent, der verheiratet ist und Kinder hat, ja, seine Kinder mitbringt. Muss man sehen, zu was das führt. Wahrscheinlich, dass keine Masterstudenten mehr herkommen. Also, Situation ist angespannt, alles sehr ideologisch überfrachtet. Ja, und es gerade in Angesicht einer Situation, wo hier ein sehr hoher Mangel ist an Arbeitskräften in allen möglichen Branchen, schwer zu verstehen, aber es geht eben hier um reine Ideologie, hat mit Common Sense, gesundem Menschenverstand nichts zu tun. Also in einem Wort zusammengefasst, Visumsituation sehr schwierig. Was mich schockiert hat, als wir uns unterhalten haben, war deine Aussage, dass es schwieriger ist, in UK ein Visum zu bekommen als in Kanada und den USA. Und das ist natürlich eine sehr, sehr ernüchternde Erkenntnis. Erzähl uns, wie sich durch diesen Sachverhalt die Rolle des Besuchervisums verändert hat. Du hast völlig recht. Man ist, wenn man ein Visum beantragt, hier letztlich hat man keinerlei EU-Bonus oder sowas. Ja, also man wird hier letztlich gleich behandelt wie jemand aus Pakistan oder Indien. Jetzt gibt es aber glücklicherweise diesen Besucherstatus. Den können natürlich jetzt EU-Bürger benutzen. Das heißt, es ist eine visumsfreie Einreise. Man kann maximal bis zu 6 Monate in UK bleiben. Hier muss man sagen, das finde ich ja sehr fair, 6 Monate. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als dass man sich dort an Kanada orientiert hat. Kanada hat genau das Gleiche, 6 Monate visumsfrei. Die USA haben nur 90 Tage. Also 6 Monate visumsfrei ist eigentlich sehr großzügig. Und vor dem Hintergrund, dass man eben hier dann 6 Monate bleiben kann und es eigentlich auch keine Regelung gibt, jetzt, dass man wieder ausreist und wieder schnell einreist, das heißt, dass man im Grunde hier auch mehr Zeit in einem Jahr verbringt als nur die 6 Monate, wird natürlich dieser Besucherstatus für viele immer wichtiger. Die sagen, okay, jetzt zum Beispiel, wenn wir an die Rentner denken, über die ich gesprochen habe, ich habe ja hier mein Haus, ich meine, arbeiten will ich ja sowieso nicht, dann kann ich auch einfach sagen, ich nehme diesen Besucherstatus, um mich in UK aufzuhalten. Erzähl uns zum einen, was die Bedingungen sind, um diesen Besucherstatus zu bekommen und dann, was man mit dem Besucherstatus darf und was man nicht darf. Lass uns mit den Bedingungen. Ist das was jeder bekommt? Ist es was, wo man bestimmte Bedingungen erfüllen muss? Die wichtigste Bedingung ist natürlich, dass man in einem Abkommensstaat ist, der eben die visumsfreie Einreise ermöglicht. Die ermöglicht ja dann auch auf der anderen Seite Briten, visumsfrei in andere Länder einzureisen. Ja, also das heißt, alle EU-Staaten sind natürlich Abkommensstaaten. Genauso natürlich auch Länder wie jetzt USA, Australien etc. Also das ist die wichtigste, das sage ich mal, ist die wichtigste Voraussetzung. Und dann gibt es natürlich, würde ich sagen, die üblichen Ausschlusskriterien. Also das heißt, wer schon mal im UK war und hier zu lange geblieben ist, wer vorbestraft ist und solche Dinge, der kann natürlich diese visumsfreie Einreise nicht benutzen. Darf ich zum Beispiel einen Job beantragen? Nein, also natürlich, wie gesagt, Job darf ich natürlich nicht beantragen, aber ich darf dennoch eigentlich relativ viel damit machen im Vergleich jetzt zu anderen ähnlichen Arrangements. Also zum Beispiel eine Sache, die ich immer sage, die ja zum Beispiel auch jetzt in den USA oder in Kanada nicht möglich wären, man kann für wohltätige Zwecke hier in UK
arbeiten. Ja? Das heißt, wer also hierhin nach UK rüberkommen will und hier für eine britische Charity arbeiten wollte, nicht, dass es jetzt unsere Mandanten sind unbedingt, aber wer das wollte, der kann das natürlich machen. Da gibt es dann bestimmte Zeitlimits und so weiter. Was ich auch machen kann, und das ist natürlich jetzt wichtig für unsere Mandanten, das ist auch so explizit letztlich in den gesetzlichen Ausführungen und Handbüchern so definiert. Wer hier rüberkommt und für einen ausländischen Arbeitgeber arbeitet, Stichwort digitaler Nomade, der darf sich zu diesem Zweck im UK aufhalten. Sicherlich, da muss man dann schauen, bei sehr langer Aufenthalt, ob dann hier eine Steuerpflicht ausgelöst wird. Aber jetzt mal einreisetechnisch, einreiserechtlich, darf ich hier sein und für einen ausländischen Arbeitgeber als digitaler Nomade arbeiten. Das wäre rechtlich möglich. Lass uns mal ein paar Szenarien diskutieren. Wir haben so ein bisschen über die Rentner geredet, die ihr Cottage in Cornwall haben. Und die nicht einfach übersiedeln dürfen. Aber für Leute wie du und ich, die in England wohnen, die in England arbeiten, unsere Eltern könnten theoretisch umsiedeln, um näher bei uns und bei den Kindern zu sein. Ist das richtig? Korrekt. Das heißt, Kinder und auch Eltern von Personen, die im UK den Settled-Status haben oder Pre-Settled-Status, die können letztlich auf Basis dieses Pre-Settled-Status ein Aufenthaltsrecht im UK erhalten. Nicht aber, by the way, Ehepartner, zumindest nicht solche, die man nach Brexit mehr oder weniger geheiratet hat. Und was ist denn so eine Situation, man hat sein Studium in Deutschland abgeschlossen und man will noch nicht wirklich anfangen zu arbeiten, man will noch mal gucken, naja, will ich lieber in der Bank arbeiten oder will ich lieber in einem anderen Bereich arbeiten? Wie sieht es da mit Leuten aus, die für ein Praktikum nach England kommen wollen? Also Praktikum ist leider auch nicht möglich im UK zu arbeiten mit dem Besucherstatus. Das heißt, ich müsste dort ein spezielles Visum besorgen für Praktika. Wenn ich natürlich im UK studiert habe, dann ist es relativ einfach, dann auch hier hinterher für ein paar Jahre zu arbeiten. Das würde also gehen. Dieses Recht ist mir gegeben. Aber wenn ich jetzt von außerhalb des UK komme und hier ein Praktikum machen will, schwierig. Schwierig. Nun, Brexit hat zu vielen Entscheidungen geführt oder zu vielen Sachverhalten geführt, die uns alle so ein bisschen überrascht haben, wo man im Nachhinein denkt, Moment mal, das war nicht so unbedingt, was wir damit erreichen wollten. Wie optimistisch, wie hoffnungsvoll bist du, dass sich die Situation eines Tages wieder verändert und dass es doch ein bisschen einfacher, vor allen Dingen zum Beispiel für Bürger aus EU-Staaten, einfacher wird, in England sich anzusiedeln, dort zu arbeiten? Gib uns Hoffnung. Also wenn ich die Situation in den USA anschaue, wo ja auch unter Trump sehr hohe Restriktionen letztlich im Einwanderungssystem eingeführt wurden, viele Visa erschwert wurden, dann muss ich sagen, ich habe Hoffnung, dass hier mit einer neuen Regierung, die jetzt unter Labour zum Beispiel geführt werden würde, dann manche Dinge einfacher werden. Es geht jetzt ja gar nicht hier um die Grenzen zu öffnen, es geht ja schlicht und ergreifend um gesunden Menschenverstand, ja. Also wie gesagt, hier ist ja so, dass die Alten nicht gepflegt werden können. Hier ist es so, dass Behandlungen im Krankenhaus nicht stattfinden könnten, weil einfach so ein hoher Notstand ist an Pflegekräften, Krankenschwestern und so weiter und so fort. Also man kann im Grunde sagen, jeder, der bereit ist, hierher zu ziehen, der sollte willkommen sein. Ja? Das sollte so die Attitude sein. Ja. Nichtsdestotrotz, wir wissen natürlich, dass hier eine gewisse Fremdenfeindlichkeit, anders kann man es nicht sagen, bei bestimmten Bevölkerungsschichten eben doch vorherrscht und auch durch Brexit natürlich da nochmal besonders auch hervorgehoben wurde. Und dadurch denke ich, dass auch eine neue Labour-Regierung jetzt natürlich nicht hier einfach die Züge loslassen kann und dann hier sagen kann, wir machen jetzt, ich sage jetzt mal, die Grenzen auf. Ja, auch die haben ja Klientel in ihrer Wählerschaft, die sich auch Sorgen machen um billige Konkurrenz aus der EU, dass dann da irgendjemand aus Osteuropa reinkommen kann, mir den Job wegnehmen kann. Ich meine, sowas war ja schon immer letztlich ein wichtiger Argumentationspunkt. Daher denke ich nicht, dass hier auch eine Labour-Regierung vielleicht so frei jetzt agieren könnte, aber ich habe doch die Hoffnung, dass man zu einem gesunden Menschenverstand zurückfindet und zumindest Leute, die zum Beispiel Vermögen haben oder so und die hier gerne beitragen möchten zur Wirtschaft, die hier gerne leben möchten, ein Leben hier ermöglicht.
Super. Sebastian, vielen, vielen Dank für diese hoffnungsvollen Worte in Bezug auf Brexit und wenn Ausländer in England arbeiten und leben möchten. Vielen Dank. Gerne. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.